Bis zu 224,50 Euro mehr Rente im Monat. Darum geht es in diesem Video. Ich habe eine wichtige Frage. Was ist eigentlich mit den Rentnern, deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen? Ja, diese Frage bekomme ich immer wieder gestellt. Eine Antwort gibt es in diesem Video. Am Ende des Videos zeige ich noch zwei Beispiele anhand von konkreten Zahlen. Hallo meine lieben Zuschauer, mein Name ist Jutta Martin, ich bin selbst Rentnerin und ich berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bevor ich zum Inhalt des heutigen Videos komme, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr euch hier unter diesem Video einen kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Trackliste, ebenfalls gratis, speziell für Rentner sichern könnt. Was ist nun mit den Rentnern, deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen? Die Antwort ist: Sie können eine eigenständige Sozialleistung in Anspruch nehmen. Und diese Sozialleistung nennt sich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, also nach dem 12. Sozialgesetzbuch. Als Voraussetzung für den Erhalt von Grundsicherung war ursprünglich mal die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist leider inzwischen Geschichte. Diese Grundsicherung erhalten alle Personen, die die Regelaltersgrenze überschritten haben und deren Einkommen für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreicht. Diese Grundsicherung wird überwiegend aus Steuergeldern bezahlt. Und mit dieser Grundsicherung stockt also der Staat die Renten auf, die für die Bestreitung des Lebensunterhalts zu gering sind. Die Leistungen sind steuerfrei, das regelt der Paragraph 3 Nummer 11 Einkommensteuergesetz. Grundsicherung bezeichnet man aber auch eine staatliche Sozialleistung, die die wirtschaftliche Existenz von Arbeitssuchenden absichern soll. Das nennt man auch Arbeitslosengeld II, Mindestsicherung oder auch Hartz IV. In diesem Video geht es aber um die Grundsicherung im Alter. Die Grundsicherung im Alter gehört zu den Sozialleistungen. Ja, und was sind nun schon wieder Sozialleistungen? Also Sozialleistungen umfassen Geld, Dienst- und Sachleistungen, die privaten Haushalten oder Einzelpersonen zur Deckung und Milderung sozialer Risiken und Bedürfnisse vom Staat, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von Unternehmen gewährt werden. Sozialleistungen sind Leistungen, die der Staat erbringt, um Menschen in verschiedenen Situationen zu unterstützen. Dazu gehört auch die Finanzierung des öffentlichen Gesundheitswesens bzw. der Sozialversicherung, genauso wie die Familienbeihilfe, das Kindergeld, das Pflegegeld, die Wohnungsbeihilfe oder die Finanzierung von Kindergärten. Sozialleistungen oder Sozialhilfe sind also Hilfen des Staates für Menschen, insbesondere für Arme und Schwache, die eine solche Unterstützung brauchen. Die Grundsicherung im Alter ist eine Leistung, die jedem nach einem arbeitsreichen Leben zusteht, also der nicht von seiner Rente leben kann. Die hat nichts mit Betteln zu tun und ist auch kein Almosen. Allerdings muss man die Grundsicherung beantragen, also ohne Antrag läuft gar nichts. Wie weiß man nun, ob ein Anspruch auf Grundsicherung besteht? Der Regelsatz bei einem Alleinstehenden beträgt aktuell 449 Euro im Monat. Die Mietkosten und Nebenkosten werden dazu gezählt und so kann man den Bedarf errechnen. Davon wird die Nettorente abgezogen. Aus dem Ergebnis ergibt sich der Anspruch auf Grundsicherung. Rechenbeispiele zeige ich am Ende des Videos. Der Antrag muss beim zuständigen Sozialamt gestellt werden und er sollte unverzüglich gestellt werden, weil es die Leistung erst ab dem Monat der Antragstellung gibt. Also rückwirkend wird leider nichts gezahlt. Bezieht man bereits diese Grundrente, kann trotzdem noch ein Anspruch auf Grundsicherung bestehen. Die Grundrente ist ja eigentlich keine Rente, sondern nur ein Zuschlag zur eigentlichen Rente. Liegt die Rente inklusive Grundrentenzuschlag
immer noch unter dem Grundsicherungsniveau, dann kann die Grundsicherung noch zusätzlich aufgestockt werden. Seit 2021 wird die gesetzliche Rente nicht mehr komplett mit der Grundsicherung verrechnet. Das wissen viele nicht. Mit der Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 gibt es bei der Grundsicherung einen Freibetrag. Dieser Freibetrag kann im Jahr 2022 für bis zu 224,50 Euro mehr an Alterseinkommen im Monat bedeuten. Das sind 50% des Regelsatzes. Aber dazu mehr am Ende des Videos. Wer also vor 2021 einen Antrag auf Grundsicherung im Alter gestellt hat, der abgelehnt wurde, sollte ruhig erneut einen Antrag stellen. Es kann sein, dass jetzt doch ein Anspruch besteht, weil man quasi einen Teil der eigenen Rente behalten darf. Bei der Grundsicherung wird die Miete übernommen, sofern sie angemessen ist. Außerdem gibt es einen sogenannten Regelsatz. Wer Grundsicherung bezieht, braucht auch keine GEZ-Gebühren zu zahlen. Das ist ein weiterer Grund, sich nicht zu scheuen, einen Antrag auf Grundsicherung zu stellen. Die Kinder der bedürftigen Rentner werden übrigens erst zur Kasse gebeten, wenn sie mehr als 100.000 Euro im Jahr verdienen. Leider beantragen viele ältere Menschen keine Grundsicherung. Dabei ist Grundsicherung im Alter ein Recht. Die Gründe sind verschieden: Unwissenheit, Scham, Überforderung und zu viel Bürokratie. Viele empfinden es einfach erniedrigend, nach einem Arbeitsleben Stütze zu beantragen. Der Staat, das sagt eine Studie, spart dadurch im Jahr 2 Milliarden Euro. Ja Leute, das muss nicht sein. Natürlich bringt der Antrag viel Papierkram mit sich. Aber das sollten wir inzwischen von Deutschland gewohnt sein. Der Umfang der benötigten Unterlagen richtet sich nach der individuellen Situation. Die wichtigsten Unterlagen aber sind also der Antrag auf Grundsicherung an sich, dann gültige Personaldokumente, gegebenenfalls eine Meldebestätigung, Einkommensnachweise, ja auch Vermögensnachweise, zum Beispiel für kapitalbildende Versicherungen wie Lebensversicherung, Bausparvertrag, Riester-Verträge, Sterbegeldversicherung oder auch eine Bestattungsvorsorge und ähnliches, Sparkonten, Grundstücke, Immobilien, Wertgegenstände, Autos und. Dann die Kontoauszüge, der Mietvertrag, gegebenenfalls Mietänderungsschreiben, Nachweise über Kranken- und Pflegeversicherung. Das ist so im Prinzip das Wichtigste. Als Reaktion auf die Corona-Pandemie ist der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung seit März 2020, also seit über 2 Jahren schon, vereinfacht. Das Bundeskabinett hat diese Erleichterungen bis 31. Dezember 2022, also bis Ende dieses Jahres, verlängert. Sie umfassen die befristete Einschränkung der Vermögensprüfung und die befristete Anerkennung der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung. Wie wird das nun mit dem Freibetrag berechnet? Das schauen wir uns anhand von 2 Beispielen mal etwas genauer an. Wie wird das nun mit dem Freibetrag berechnet? Das schauen wir uns anhand von 2 Beispielen mal genauer an. Der Freibetrag setzt sich aus 2 Teilen zusammen. Einen Doppelbetrag von 100 Euro kann man immer behalten. Von der Rente werden dann diese 100 Euro abgezogen und vom Restbetrag werden 30% dazugenommen. Erstes Beispiel: Der Rentner hat 400 Euro Monatsrente. 100 Euro kann er immer behalten, die werden von den 400 Euro abgezogen. Es bleiben 300 Euro übrig, davon 30% sind 90 Euro. Die werden jetzt zu den 100 Euro dazu addiert und in dem Fall kann der Rentner 190 Euro zusätzlich zur Grundsicherung behalten. Im zweiten Beispiel beträgt die Monatsrente 600 Euro. Es werden wieder 100 Euro abgezogen, die man auf jeden Fall behalten kann. Es bleiben 500 Euro übrig, davon 30% sind 150 Euro. Die addiert man jetzt zu den 100 Euro dazu
und kommt auf 250 Euro. Die hätte man jetzt theoretisch zur Verfügung, aber die Deckelung liegt bei 50% des Regelsatzes, also 50% von 449 Euro. Das sind 224,50 Euro, die bei einer Rente von 600 Euro als Freibetrag bleiben. Hört sich alles ganz gut an, aber es gibt einen Haken. Man muss 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nachweisen, um diesen Freibetrag zu bekommen. Dennoch ist diese Möglichkeit vielen nicht bekannt, auch wenn die Einführung des Freibetrages grundsätzlich positiv ist. Ja, so erlaubt die Grundsicherung im Alter dennoch kein würdiges Leben im Ruhestand. Durch die hohe Inflation haben die Menschen dennoch eine reelle Kürzung ihrer Leistung und die Kaufkraft schwindet rasant. Und gerade aus diesem Grund sollten so viel wie möglich von dieser Variante Gebrauch machen und diese Grundsicherung beantragen. Wie sind eure Erfahrungen?